Das ist Sahira. Sie wurde in einem Dorf in Bangladesch geboren und wie das üblich ist, mit 15 Jahren verheiratet. Sie wurde bald schwanger und hat dann zu Hause geboren, wie das auch erwartet wird von einem Dorfmädchen. Leider hat die Geburt über 2 Tage gedauert, bis schlussendlich ein totes Kind zur Welt kam. Und nachher hat Sahira bemerkt, dass sie ihren Urin nicht mehr kontrollieren kann, dass ihr der Urin immer die Beine runterläuft und sie hat auch keine Periode mehr gekriegt. Ihr Mann hat sie dann zurückgeschickt zu ihren Eltern und eine andere Frau geheiratet. Mein Name ist Beatrice Ambaun. Ich bin Gynäkologin und arbeite seit 2010 in Bangladesch, im Nordwesten in einem ländlichen kleinen Spital. Und ich behandle solche Frauen und setze mich ein für verbesserte Versorgung in der Geburtshilfe. Sahira steht für vielleicht 2 Millionen, niemand weiß genau. Es ist eine Schätzung für 2 Millionen Frauen weltweit, die an dieser furchtbaren Krankheit leiden. Man nennt diese Krankheit Fistel, geburtshilfliche Fistel, manchmal auch VVF als Abkürzung für vesikovaginale Fistel oder Blasenscheidenfistel. Als Nebenbemerkung, es gibt auch andere Gründe für Fisteln, zum Beispiel bei unsachgemäßen Operationen oder bei Krebs. Ich möchte mich aber hier jetzt auf die geburtshilflichen Fisteln konzentrieren. Unser Becken ist so gebaut, dass bei der Geburt das Kind genau hindurchpasst. Vor dem Geburtskanal ist die Blase und hinten der Darm. Diese werden ziemlich stark zusammengequetscht während der Zeit des Durchtritts des Kopfes, aber das ist im Normalfall kein Problem. Es kann aber vorkommen, dass es zu einem Geburtsstillstand kommt und dann führt es zu einem lange dauernden Druck auf Blase und Scheide. Hier in diesem Bild kann man das sehen, da ist wieder das Kind im Geburtskanal, hinten der Rücken und der Darm und vorne der Schambeinast und die Blase. Das heißt also, dass wenn das Kind hier lange bleibt, dass die Blase zwischen dem Kopf des Kindes und dem Schambeinast eingeklemmt ist und zusammengedrückt wird. Wenn das über Stunden oder sogar Tage andauert, dann führt es zu einer Unterbrechung der Blutversorgung der Blase und dann kann ein Teil der Blasenwand absterben. Auch das Kind kann sterben und zu wenig Sauerstoff kriegen, wenn die Geburt so lange dauert, manchmal sogar die Frau. Die Frauen, die dann das Kind schlussendlich gebären können und die überleben, werden dann innerhalb von ein paar Tagen merken, dass sie Urin verlieren über dieses Loch, das entstanden ist zwischen Scheide und Blase. Wenn ich hier aufzeichne, wie das jetzt aussieht nach der Geburt, hier haben wir den Bauch und den Schambeinast. Und dahinter ist die Harnröhre und die Blase. Und danach kommt hier die Scheide mit der Gebärmutter und dahinter der Darm. Hier war der Druck Maximum auf der Blase. Das heißt, hier kann man sich jetzt vorstellen, wie der Urin eben sich nicht mehr speichert in der Blase und dann auf den normalen Weg rauskommt, sondern einfach durch die Scheide immer rausläuft. Es gibt auch seltener die Situation, dass das Loch nach hinten in den Darm ist. Eine Darmscheidenfistel, die dann zu unwillkürlichem Abgang von Stuhl führt. Wenn eine Frau mit einem sehr kleinen Loch kommt, früh gerade nach der Geburt, dann kann über einen Blasenkatheter die Blase ruhig gelegt werden und das Loch kann selber verheilen. Wenn es aber ein größeres Loch ist, dann gibt es eigentlich nur die Operation. Die ist nicht sehr schwierig, wenn es ein kleines Loch ist, aber wenn die halbe Blase fehlt, ist das wirklich sehr herausfordernd und auf jeden Fall nur wirklich erfahrene Spezialisten können das operieren und dann hat die Frau etwa 80% Chance, dass sie wieder gesund wird. Nach der Operation sind die Frauen 2 bis 3 Wochen noch bei uns im Spital und es ist immer wieder sehr eindrücklich dann zu erleben, wie sie sich freuen, wenn sie geheilt sind über das neue Leben. Und für die meisten Frauen ist das längst genug, dass sie dann wieder zurückgehen können in ihre Familien und wieder integriert werden in ihren Dörfern.
Aber es gibt Frauen, die auch weitere Unterstützung brauchen. Denn vor allem, wenn sie ganz alleine sind, ist es sehr schwierig in Bangladesch überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb haben wir auch ein Rehabilitationsprogramm, zum Beispiel eine Schneiderinnenausbildung, wo wir den Frauen helfen, aus der größten Armut herauszukommen und auf ihren eigenen Beinen zu stehen, auch wieder eine respektierte Stellung im Dorf oder in ihrer Gesellschaft zu finden. Man sieht also, Prävention muss auf ganz verschiedenen Ebenen angreifen. Es braucht eine gute geburtshilfliche Versorgung rund um die Uhr, lokal, möglichst nahe, da wo die Frauen leben. Es braucht Hebammen und Ärztinnen, die gut ausgebildet sind, angepasst an die Situation, aber eine qualitativ hochstehende Geburtshilfe leisten können, mit der Möglichkeit eines Kaiserschnitts, Bluttransfusionen. Und ganz wichtig, die Arbeit, die dann in den Dörfern geschieht, wo die Frauen aufgeklärt werden, lernen über Geburten und was wichtig und nötig ist. Und die Frauen auch eine Stimme kriegen können, zum Beispiel in Gruppen, wo man mit Adoleszenten zusammensitzt und sie aufklärt und ihnen hilft, wie sie mehr Mitsprache kriegen können in ihrem Umfeld. In vielen Ländern ist der Weg zu einer sicheren Geburtshilfe noch ein weiter, aber jede Frau, die glücklich mit einem gesunden Neugeborenen nach Hause geht und jede Fistelfrau, die ein neues Leben geschenkt bekommt, ist für uns eine Motivation, dran zu bleiben. Und damit möchte ich nochmal zurückkommen zu Sahira. Sie hat den Weg zu uns gefunden, nach vielen Jahren, durch eine geheilte Patientin, die ihr erzählt hat von unserem Spital. Und sie konnte operiert werden und gesund wieder nach Hause entlassen werden. Sie hat auch teilgenommen an einem unserer Schneiderinnenprogramme, sodass es ihr hilft, dass sie ein Stück weit sich selber versorgen kann.